Notenabstände und Verbalkung. Herzlich willkommen in Alwins Chor- und Komponistenküche. Da geht es heute drum, Avid Sibelius, wie kann ich die Notenabstände und die Verbalkungen einstellen und beeinflussen. Und wir steigen gleich ein. Viel Spaß dabei. Notenabstände und Verbalkung, das ist jetzt unser Thema. Ich habe hier mal ein paar Noten eingegeben als Sechzehntel und schauen wir uns das mal ein bisschen näher an. Solche Sachen hier, solche Kollisionen, die wir hier sehen, das ist ja sehr, sehr unschön. Das hätten wir gerne ja etwas auseinandergezogen. Könnte man natürlich hingehen, jetzt hier anklicken und ziehen. Und dann könnte man das natürlich alles so korrigieren. Ich mache mal STRG Z. Aber das ist natürlich der falsche Weg, weil wir können das natürlich global an einer Stelle einstellen, wie die Notenabstände sein sollen. Das Ganze spielt sich ab im Reiter Erscheinungsbild und da interessieren uns jetzt hier die Optionen Notensatzregel, Notenabstandsregel und gleich auch die Balkengruppierung. Jetzt aber zunächst mal hier zu den Notenabständen und die finden wir natürlich logischerweise in der Funktion Notenabstandsregel. Da gibt es auch wieder ganz, ganz viele Dinge, die könnt ihr euch mal alle genau in Ruhe anschauen. Hier betrifft uns jetzt zunächst mal die Option links und rechts von Notenköpfen. Wie viel Abstand soll da sein? Da ist jetzt hier bei mir 0,03 Spazien eingestellt. Das ist natürlich viel zu wenig. Wir ändern das mal, sagen wir mal auf 0,1 und schauen mal, was passiert. Es passiert natürlich zunächst mal noch nichts. Da gibt es noch eine ganz wichtige Funktion hier oben, Notenabstände zurücksetzen. Und wenn ihr den Mauszeiger etwas drüber haltet, seht ihr auch noch die Erläuterung zu der Funktion und vor allen Dingen auch das Tastaturkürzel STRG Umschalt N wie Nordpol. Also markieren, STRG A die ganze Partitur, dann STRG Shift N und jetzt sehen wir hier schon, sind die Kollisionen weg. Mir ist es aber noch ein bisschen zu wenig. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Abstand. Ich gehe nochmal in die Notenabstandsregel hinein und ändere das dann auf 0,25 Spazien. Okay, nochmal STRG Shift N und jetzt würde ich sagen, ja, das sieht doch schon viel, viel besser aus. Was mich persönlich noch im Notenbild stört, sind solche Spitzen hier, die durch schräge Verbalkungen entstehen. Ich finde, das ist unruhig, zumindest bei mir, bei der Chormusik, da möchte ich so Sachen nicht haben. Auch das kann man global an einer Stelle ändern und zwar links neben Notenabstandsregel gibt es die Funktion Notensatzregeln. Da klicke ich mal drauf, da gibt es auch verschiedene Bereiche und hier interessiert uns der Bereich Balken und Notenhälse und dann haben wir hier oben im oberen Bereich für einzelne Intervalle haben wir quasi die Neigung, die wir einstellen können und auch da würde ich sagen, machen wir mal 0,25 Spazien und das mache ich jetzt auch einfach mal für alle Intervalle. So, okay. Und da sehen wir jetzt, da mussten wir jetzt gar nichts machen. Das hat er direkt geändert. Und das ist doch jetzt ein viel, viel ruhigeres Notenbild. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, als das vorher war. Und die Kollisionen sind auch alle weg. Das ist auch vor allen Dingen manchmal wichtig am Beginn eines Taktes, dass die erste Note da nicht zu nah am Taktstrich hängt. Aber auch dafür gäbe es unter Notenabstandsregel vor der ersten Note im Takt haben wir jetzt hier 1,5. Ich mache das jetzt mal auf 1,7 Spazien und dann nochmal STRG A und die Abstände zurücksetzen. Dann können wir diese Änderungen sehen. Hat jetzt nicht viel gebracht, aber den Wert könnte man natürlich auch noch höher setzen. Jetzt nochmal zur Verbalkung direkt. Wir haben jetzt hier die Sechzehntel in Zweiergruppen verbalgt. Das ist natürlich auch die Frage. Das könnte man ja auch gerne anders haben wollen. Und jetzt kommt die eben schon angesprochene Funktion ins Spiel. Balkengruppierung, alles im Bereich Erscheinungsbild. Da habe ich hier, kann ich anklicken, Sechzehntel, 32 und so weiter. Und da ist jetzt hier, ja im Prinzip ist es so, jetzt im Moment eingestellt. Habe ich mich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. Aber ich hätte jetzt gerne
Vierergruppierungen und dann muss ich das genau mathematisch so eingeben, dass auch der ganze Takt ausgefüllt ist. Okay, und jetzt habe ich entsprechend hier diese Markierung. Da könnte natürlich auch jetzt unter Umständen irgendwas anderes sinnvoll sein. In der Chormusik kommen jetzt Sechzehntel nicht so oft vor, aber mit einer Silbenverteilung könnte es ja zum Beispiel sein, dass ich hier gerne die letzten 3 Sechzehntel verbalgt hätte und eine davor nicht. Ich gehe nochmal auf Balkengruppierung und dann würde ich hier hinten diese 4 würde ich aufteilen in eine 1 und eine 3. Da sehe ich aber jetzt, da habe ich ein Komma zu viel. So, weg damit. Und jetzt ist diese letzte Vierergruppe unterteilt in 1 und in 3. Jetzt noch eine spezielle Sache, kommt auch in der Chormusik schon mal vor, es ist irgendeine Phase zu Ende und dann beginnt was Neues hier. Und jetzt hätte ich aber gerne hier zwischen diesen beiden Noten noch ein kleines bisschen mehr Abstand, vielleicht will ich eine Zäsur einbauen. Dann klicke ich auf diese Note, halte die gedrückt mit der Maustaste und ziehe nach rechts. Muss man manchmal ein bisschen warten. Und irgendwann greift das Ganze und man kann es auseinanderziehen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, Notation, hier oben nehmen wir mal eine Zäsur und die setze ich jetzt hier rein, weil ich jetzt hier genug Platz habe. Eine weitere Möglichkeit, Abstände zu verändern, wäre die Bearbeitung über den Inspektor. Ich nehme mal nochmal die Zäsur hier weg und klicke den Takt an, drücke Steuerung-Shift-N, quasi um die Notenabstände zurückzusetzen. Das finden wir auch hier oben in Erscheinungsbild, Notenabstände zurücksetzen, so als Knopf, als Icon. Jetzt markiere ich mal, sagen wir mal, diese Note, das C, rechte Maustaste, Inspektor. Und dann haben wir hier oben auch die Option XY. Bei X mache ich mal ein paar. Ja, vielleicht gehen wir näher hier ran, nehmen uns das hier nebendran. Jetzt beobachtet mal die markierte Note. Also die kann ich auch entsprechend so bearbeiten. Das geht auch, gehen wir noch mal ein bisschen raus, mit mehreren Noten. Sagen wir mal, hoppla, Steuerung Z, da war ein Fehler passiert. Ich markiere mir hier diese Note und mit gedrückter Steuerungstaste die Note, also diese beiden Noten, die erste Note im Takt und auch dann kann ich das dann quasi gleichzeitig hier verändern, diesen Abstand. Das ist auch eine ganz wichtige Möglichkeit, um einen Abstand festzusetzen, der dann auch quasi fest an die Note gebunden ist. Ansonsten, wenn ich irgendwelche Dinge von Hand schiebe und würde jetzt nochmal die Abstände zurücksetzen, dann ist das wieder weg. Wenn ich das aber über den Inspektor mache, machen wir das mal gerade hier. So, Steuerung Shift N. Dann sehen wir hier vorne, der Abstand bleibt und der Rest wird angepasst. Das wäre die elegantere Lösung, besser als das von Hand zu ziehen. Es gibt auch die Möglichkeit, Taktstriche so per Hand zu ziehen. Das benutze ich aber so gut wie nicht, weil das nicht immer ganz unproblematisch ist und dadurch die Formatierung auch insgesamt verschoben wird. Aber ich zeige es trotzdem mal hier auf den Taktstrich drauf. Geklickt halten mit der Maus und dann ziehen. Dauert immer so einen ganz kleinen Moment und irgendwann, jetzt habt ihr gesehen, ich gehe mal nochmal, ich bleibe noch drin, also halte noch immer die Maustaste. Also ich kann hier schon im kleinen Bereich was ändern, aber das ist natürlich klar, der Takt ist hier voll, da passiert ziemlich schnell was. Aber wenn wir gerade bei der Angelegenheit sind, wir könnten auch sagen hier, weil dieser Takt so voll ist mit Sechzehntel, dann, dass wir ab der Hälfte des Taktes hier oben sagen, unter Start, unterteilen, dass ich einfach diesen Takt aufteile. Und dann seht ihr hier am Ende keinen Taktstrich. Und dann habe ich hier auch ein bisschen mehr Spielraum, den Taktstrich, den Abstand zu verschieben, diesen. Und den könnte ich natürlich auch von Hand ein bisschen verschieben. Ja, das sind so ganz spezielle Sachen, die dann schon mal im Einzelfall notwendig sein können.
Ja, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Auch das Thema heute war eine Frage aus den Kommentaren. Daher nochmal der Hinweis, zum einen gerne den Kanal abonnieren, das Video liken und wenn ihr Fragen habt, dann lasst das doch in den Kommentaren los und je nachdem, wenn ich euch helfen kann, wird es dazu ein neues Video geben. Bis dahin macht's gut, euer Alvin Michael Schronen. Ciao.